Institut für inklusive Bildung ist eine zentrale Einrichtung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und wir haben erstmalig die Qualifizierung zur Bildungsfachkraft entwickelt und durchgeführt hier in Kiel. Das heißt, hier sind die weltweit ersten Bildungsfachkräfte auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt. Ja, das ist sehr innovativ, was die machen. Sie waren natürlich die Ersten in Kiel und das Ganze hat sich ja entwickelt über Deutschland. Und das ist wirklich eine wunderbare Geschichte und es zeigt, welche Gelingensbedingungen es braucht. Das schafft Kiel wunderbar, die Universität. Und es gibt vielen Menschen eine Perspektive, vor allem auch Studierende, die wirklich lernen, was es bedeutet, eben in der Kommunikation und für Menschen mit Behinderung letztlich da zu sein. Hat einen großen Mehrwert, weil es zum einen Begegnungen schafft, weil viele Studierende auch in sozialen Berufen von Menschen mit Behinderung und deren Lebenssituation eigentlich gar nicht so viel wissen. Und deswegen ist das so gut hier. Das Institut für inklusive Bildung ist für mich eine ganz besondere Einrichtung der CRU, denn sie zeigt, wie Inklusion einerseits direkt gelebt werden kann und andererseits gibt sie uns die Möglichkeit, Inklusionsaspekte ganz anders in die Lehre und in die Forschung einzubringen, indem die Personen eben gerade die Bildungsfachkräfte selbst in der Lehre tätig werden. Inklusion kann an Hochschulen aus meiner Sicht nur gelingen im Rahmen der Begegnung. Die Studierenden müssen konkrete Erfahrungen sammeln, sie müssen mit Menschen mit Behinderung sprechen. Das Institut für inklusive Bildung ist natürlich ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir haben das damals gemeinsam mit dem Bildungsministerium vorangetrieben. Ich glaube, dass die Europäische Union und Europa ja eine Wertegemeinschaft ist. Und die Wertegemeinschaft bedeutet, dass man natürlich der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet ist. Da geht es um Artikel 24, einerseits das Thema Bildung, aber insbesondere Artikel 27, also das Recht zu arbeiten. Ich bin halt heute stolz, an der Uni zu arbeiten und auch über meine Lebenswelt zu berichten. Offener Austausch ist der erste Schritt zu echter Inklusion und gegenseitigen Verständnis. Mein Beruf als Bildungsfachkraft ist auch sehr abwechslungsreicher Beruf. Genau das gefällt mir auch an dem Beruf. Die Studierenden bekommen einen Einblick, wie es ist, als Mensch mit Behinderung auch gute Lehre zu vermitteln und dass Inklusion auf diesem Wege auch möglich ist. Aber warum soll ich eigentlich nicht darüber reden? Wenn andere etwas darüber wissen wollen oder wenn sie mich fragen nach der Behinderung, kann ich doch darüber reden und offen darüber eben auch Auskunft geben und von mir erzählen, aus meinen Erfahrungen. Und diese Offenheit, die macht unsere Bildungsarbeit aus. Die Bildungsfachkräfte wünschen sich vor allen Dingen einen offenen Austausch. Sie wünschen sich, dass Menschen nachfragen, was sie brauchen, miteinander in Austausch kommen. Das ist auch das, was wir in die Hochschulen bringen. Erfahrungswissen teilen und miteinander über Inklusion sprechen. Ich glaube auch, dass diese Verletzlichkeit Mut macht und Türen öffnet bei den Studierenden, über das Thema Inklusion auch wirklich in so einen echten Austausch zu gehen, nach Lösungen zu suchen und ein Stück weit auch sich selber und vielleicht auch die eigene Haltung zu hinterfragen. Und man merkt dann, wenn die Bildungsfachkräfte den Raum betreten,
mit ihrem professionellen Auftreten, ihren gut vorbereiteten Sitzungen, dass da sehr schnell die Hürden fallen und die Personen ins Gespräch kommen und eine Lockerheit im Umgang und eine Offenheit im Gespräch entsteht. Das ist spürbar und das können wir aber auch wissenschaftlich stützen. Lächeln haben. Es muss ja kein ganzes Lächeln sein bis zu den Ohren, aber diese Ausstrahlung am Anfang, die gestaltet einfach so einen Raum. Ja, ich fand es total spannend, dass wir auch jetzt mal wirklich einen Realitätsbezug hatten, weil wir das ja sonst nie haben. Wir sitzen in der Uni, wir hören andauernd irgendwas über Inklusion, Heterogenität, aber jetzt mal wirklich mit Menschen, die betroffen sind, zu sprechen, war super, super spannend und auch, dass uns das im Rahmen der Universität jetzt so gegeben worden ist, fand ich sehr, sehr cool. Mein persönliches Highlight war tatsächlich auch die Erfahrungsberichte, weil man hört es immer so ein bisschen aus der Distanz, was Inklusion ausmacht, aber wenn dann ein Mensch, der wirklich das erlebt hat, das mit einem teilt, bringt einem das nochmal viel mehr. Man kann sich viel mehr darunter vorstellen. Man gewinnt einen anderen Zugang zu der Thematik, weil man einfach persönlich mal in Interaktion treten kann. Am meisten Spaß macht mir auf jeden Fall der Umgang mit den Studierenden, also die Veranstaltung an sich, weil man merkt, wie Studierende mit mulmigen Gefühlen in die Veranstaltung reinkommen. Und wenn man merkt, wenn man sich mit denen austauscht und die dann lachend aus der Veranstaltung rausgehen. Das sind die psychologischen Barrieren in den Köpfen von Menschen. Da sind Maßnahmen hilfreich, wie Sensibilisierung für die Bedarfe von Menschen mit Behinderung, Kontakt herstellen, Bewusstsein schärfen für die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung. Und das bietet diese Lehre mit den Bildungsfachkräften. Da setzt sie an. Und wir konnten in unserer wissenschaftlichen Begleitung dieser Lehre auch positive Effekte zeigen. Wir haben die Qualifizierung so entwickelt, dass die Stärken von Menschen mit Behinderung im Vordergrund stehen. Seit Beginn der Qualifizierung hat sich sehr viel verändert. Ich bin selbstständiger geworden. Ja, das IIB hat wirklich eine durchschlagende Wirkung. Dadurch, dass die Menschen, die mit dem IIB in Kontakt kommen, einen ganz anderen Blick auf Inklusion bekommen und auch auf die Fähigkeiten der Bildungsfachkräfte bekommen. Diese Menschen haben sich in einer so knappen Zeit, weil sie gefordert und gefördert wurden, so rasant und so krass entwickelt. Und das bestätigt mich in meiner Arbeit. Ich habe ja nicht direkt mit Menschen mit Behinderung zu tun, sondern ich bilde Lehramtsstudierende aus, die irgendwann in der Inklusion, in der inklusiven Schule sind. Und ich versuche ihnen über die Bildungsfachkräfte zu vermitteln, worauf es ankommt. Das wurde eigentlich Zeit, dass diejenigen, um die es geht, davon berichten, wie sie leben, was sie brauchen, wie es gut im Miteinander funktioniert. Von dem Projekt gehört, inklusive Bildung, Sachsen-Anhalt, und ich wusste sofort, das ist meins. Ich habe das mir angehört und habe mir gedacht, ja, das ist eine total tolle Sache. Warum denn nicht? Habe mich auch dann gleich beworben und dann wurde ich dann 2 Wochen später dann nämlich auch genommen. Ja, und ich habe mich auch voll ins Positive auch voll entwickelt und das ist auch gut so. Und dann würde ich mir für das Institut für inklusive Bildung auch wünschen, dass es Wirkungen weiterhin stark über die Universität hinaus entfalten kann und andere inspiriert, ähnliche Institute einzurichten. Das Institut für inklusive Bildung hat es erfunden,
Aber es gibt es mittlerweile an 6 weiteren Standorten bundesweit. Und wir kriegen auch regelmäßig Anfragen aus Europa. Das IIB hat ja auch einige Internationalisierungsprojekte mitgemacht. Wir haben über CEU auch PartnerInnen, die wir eingeladen haben aus den Disability Studies. Solche Art von Vernetzung sind total wichtig, um gemeinsam eben Standards festzusetzen, zu gucken, was brauchen wir in Europa gerade. Und es geht darum, einfach eine inklusive Haltung gemeinsam zu entwickeln. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend, weil Inklusion unter Druck steht. The CEU Alliance is a network of 9 coastal universities working together to build a transnational European University Alliance. Best practice projects like the one of the Institute for Inclusive Education have very strong influence on shaping the university's understanding of inclusion. Such initiatives demonstrate that people with disability can actively contribute to higher education as educators and also experts. It encourages CEU partners to adopt similar inclusive teaching and employment practices. Overall, these projects help CEU to embed inclusion as a shared value and as a lived practice across the universities. How important are good practices such as the Institute for Inclusive Education for you at the University of Malta? A best practice because the fact that you actually employ these people to be tutors and to do the work, and for the audience to hear it directly from persons with disability themselves, how the course has enabled them to be able to carry out this work, I think is something that we can maybe work on also in the future. Das IIB hier bei uns macht für mich besonders, dass es ein Ort ist, an dem Menschen behindert sein können, ohne behindert zu werden. Hochschule ist für alle und deswegen muss Hochschule auch inklusiv sein. Menschen mit Behinderungen gibt es überall, wo Menschen sind, auch an der Uni. Und viele Menschen an der Hochschule haben große Sorgen, ihre Beeinträchtigung zu thematisieren. Da ist eine große Heimlichkeit. Und wir wissen aber aus der Forschung im schulischen Bereich, dass Inklusionserfahrungen positiv einhergehen mit Einstellungen zur Inklusion. Das heißt, wenn die Bildungsfachkräfte jetzt an der Uni sichtbar werden, also in Seminaren, in Vorlesungen, in Workshops, teils in Gremien, dann kann das dazu beitragen, dass die Hochschule eine positivere Inklusionskultur entwickelt. Inklusion ist wichtig, weil gemeinsames Lernen essentiell ist. Wir müssen gerade, finde ich, auch gesellschaftlich einfach viel mehr dahin kommen, dass wir wieder gemeinsam Sachen machen. Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht und ist ein Qualitätsstandard und ist letztlich ein demokratisches Prinzip. Inklusion beginnt bei jedem selbst. Man muss es sich nur zutrauen.